Yes. It works. Mag jemand von euch was sagen? Erika? Ja, dann starten wir jetzt in die dritte Runde heute Nachmittag mit dem William Toel und freuen uns, dass er da ist, um uns unsere Fragen zu beantworten. Yeah, we are very, we are looking forward to starting to the 3 rounds and to have you here with us so we can ask some very important questions and we are looking forward for your answers. Oh, good. Thank you for coming. Well, this has to be your time. It has to be your time to ask me whatever questions that are important to you. You can ask me whatever personal questions are important to you, because you need to, for a little while, you have me and I belong to you. So, you have to be very forthright with what you want to know. Das ist eure Zeit hier. Ihr könnt ihn fragen, was immer ihr wollt. Ja, er wird alle Fragen beantworten. Und er hat auch vorhin gesagt, er wird immer sie in voller Wahrheit beantworten, die manchmal vielleicht nicht sehr angenehm ist, ja, und auch verletzend sein kann. Nicht verletzend persönlich, sondern das, was wir vielleicht gar nicht hören wollen. Aber er wird immer in der Wahrheit bleiben. Always telling the truth. Yes, I can. Und wir können ihn auch persönliche Dinge fragen, was immer wir wollen. Yes, so please anfangen bitte. Ja, wer hat die erste Frage? Ja gut, hier geht es um Amerika. Die Frage, die ich stelle, ist das, welche Administration ist derzeit am Arbeiten? He's interested in America means which administration is now has now the power. Well, I suppose the real power. Yes, I understand. I understand. When I was here in late October and early November in Deutschland, the TV people at Axel Springer asked me to come and be their expert to explain the US elections. Also er war Ende Oktober, Anfang November hier und der Axel Springer Verlag hat ihn gebeten, als Experte da zu sein, als Experte für die Wahlen in Deutschland. And I told them that you can probably still find that, but I told them, I said, we have 74 million Americans who live in one country, and we have 80 million Americans who live in entirely different country. So no matter who wins the election, we will be a badly divided country. That's what I told them on national TV in Germany. Ja, also man kann es sicherlich noch finden, wenn man danach sucht. Der erzählt, dass eben 70 Millionen Amerikaner im Land sind und 80 Millionen is outside the country, right? Das sind außerhalb von Amerika. Yeah. So Joe Biden is not mentally all there. Okay, he when I kind of knew him a little bit when I ran for the United States Senate, he was okay. He had been around for 30 years at that time, and he was pretty decent. But today, I would say he's mentally not all there. So most Americans realize this, but we are so badly divided right now that we are not really the America that you have known. Also der Biden ist heutzutage in seiner Meinung mental nicht mehr ganz in Ordnung. Und als er sich damals für den Senat beworben hat, vor 30 Jahren, war er noch okay. Ja? Und, aber heute ist dem nicht mehr so.
Und das amerikanische Volk ist total geteilt im Moment. Ja. More divided than you know. Mehr als wir es ahnen. Ja, doch. Darf ich noch weiterfragen? Oder? Das würde gerade zusammenpassen. Also ich bin der Meinung, dass die amerikanische Frage und die deutsche Frage in direkten Zusammenhang stehen. Mhm. Das ist auch darin begründet, dass Amerika selbst in ihrem eigenen Problem sitzt, nachdem die ursprüngliche Verfassung von 1776 eigentlich von diesen Nachfolgefirmen außer Kraft gesetzt wurde. Und ich habe erfahren, dass in den Staaten die Menschen wieder Versammlungen durchgeführt haben, und zwar alle Staaten, dass sie wieder in die Souveränität kommen und wieder diese ursprüngliche Verfassung aktivieren. So he said that he thinks that the German question or the topic of Germany is related to the topic of America, and he's talking about the Constitution of 1776, which was overtaken by the commerce law from the companies, and that he found out that in different states of America they were gatherings where they, was haben die da gemacht bei den Versammlungen in den einzelnen Staaten? Die ursprünglichen Rechte aktiviert. Also das ist schon Who passiert. have reactivated the old rights and they are already sovereign again. Yes, but that's not a good thing. When Mr. Trump was president, we had 36 major cities who declared themselves to be separate from America, and they were called sanctuary cities, so Seattle, Washington, and Portland, and Philadelphia. And they said, we will not pay any attention to Donald Trump, and we will have our own rules within our cities. So we had 36 cities who refused to listen to Donald Trump. Es gab, das ist nicht gut, hat er am Anfang gesagt, was da geschehen ist, weil es gibt 36 Städte oder Sanctuaries. Sanctuary cities. Kind of Washington DC. So ähnlich wie das Konstrukt Washington DC, die ihre eigenen Regeln aufgestellt haben und sich selbstständig gemacht haben und Trump ihnen völlig egal war, während der Regentschaft von Trump. So now that Biden is president, we have about 16 states, including Texas and Florida, who pay no attention to Biden. Ja, und jetzt ist es andersrum. Seit Biden an der Macht ist, gibt es 16 Staaten wie Texas und Florida zum Beispiel, die denen der Biden völlig wurscht ist. Yeah, so they say in a week, we're going to have baseball games with 80,000 people in the stadium. No masks, no social distancing, everyone shoulder to shoulder. And so we pay no attention to Biden. So we are a nation that is so divided that we don't even know really who we are right now. Also dadurch kam es zu einer Entzweiung. Ja? Es gibt Staaten, die, wie er gesagt hat, die treffen sich mit 80.000 Leuten im Footballstadion, haben keine Masken an, keinen Abstand, gar nichts. Und andere, die befolgen das. Also es ist eine Entzweiung, die da gerade stattfindet, keine Einheit. Yes. But my love, I'm an American. I'm a patriotic. I put this on. I put this on when I was 18 years old. 18. Seit er 18 Jahre alt ist, hat er diese Flagge, weil er Patriot ist und sein Wehr. Patriot. Yeah. So I put it on when I was 18. I am a patriot. All right. Okay. So, but at the same time, what I want to talk about today is not America and not the past. I want to talk about the future, the Zukunft, and I want to talk about Deutschland. Because all of my energy, all of my Energie, all of my Leidenschaft, all of my Liebe is for Deutschland and for deutsche Familien. And so I find it interesting to talk about other things,
but not with you. With you, I want to talk about the future, and I want to talk about German families and what is happening here and what is going to happen here. So that is what I prefer to talk about today. Also ist nicht hier oder bevorzugt nicht über unsere Vergangenheit zu sprechen oder über Amerika, sondern ist hier, weil über Deutschland und unsere Zukunft sprechen möchte. Liebt Deutschland und das ist seine Leidenschaft und darüber möchte gerne sprechen. So, how can I help you in a time to come where there's going to be dramatic change? How can I be of help to you today? Wie kann euch helfen? Weil es wird dramatische Veränderungen geben. Welche Hilfe braucht ihr, die euch heute geben kann? Ja, welche Informationen gibt es denn? Also Informationen, die man nachvollziehen kann, wie sich jetzt in nächster Zukunft hier in Deutschland das Leben verändern wird. Gibt es da Hinweise, die konkret sind? Which provable informations are already out where we can see that there are dramatic changes coming ahead and how can we see that? Well, right now you can only see it in what you're looking at. I'm it, okay? I don't have any scientific proof for you. I don't have any inside knowledge into the elites of the world. I am one person who is too small and too old, and that's what you have. Okay? So. Also es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis, es gibt auch keine Insider-Informationen. Was ihr hier seht, ist ein toller Mann, der hier sitzt und sich zur Verfügung stellt. Yeah. So if you... Ein Mensch, ja. You have no looking glass, monsieur. No, I don't have a looking glass with me. It is normal for a German to say, you must prove to me of what is happening. Okay. That's a normal question. Normal für Deutsch, dass sie immer Beweis haben wollen. Yeah, but there are times, very infrequent times, there are times that there is no explanation. There just is a new reality. Ja, es gibt Zeiten, da gibt es keine Erklärungen, es gibt nur eine neue Realität. Ja, schon, aber es ist so, ich kann mich erinnern, dass er in einem seiner Vorträge gesagt hat, wir müssen uns selbst helfen. Ja. Und das ist ja verständlich und nachvollziehbar, aber wir alle wissen, dass wir gedeckelt sind seit 1947 durch den Rundfunkstaatsvertrag und sozusagen über die Medien so beeinflusst worden sind, dass unser Denken genommen wurde. So, und die Alliierten haben das über uns rübergestülpt. Und deswegen bin ich der Meinung, dass die auch etwas damit zu tun haben, uns dort Hilfestellung zu leisten. So he said that he heard in one of your interviews that you said that nobody is going to help us. We have to help. We have to help us and with nobody else. But regarding to the contract of the mainstream media 47, it's very hard to do something. Yeah, and the Allied, they have put kind of how you said a wet carpet. Yes. On top of our people, so it's very hard. How can we help each other? He doesn't see any way. Yes, you are correct to say that there is no way today that you as a human being, you as one person or 10 people can help each other. The system is rigged against you. Also er sagt, du hast recht, ein oder wir 10 hier können überhaupt nichts machen, weil das System so ausgerichtet ist, dass es gegen uns arbeitet. So that means that you have to have outside help. But everyone tells me in Germany, yes, we have to have Amerikanische help, we have to have the Russian help, we have to have the French help, and the European Union help, and the United Nations help. Nobody's going to help you.
No one cares about you. Mhm. No one even likes you. No one is going to help you. Also es gibt keine Hilfe von, er hat gesagt, wir brauchen natürlich eine außenstehende Hilfe, ne? Aber wir glauben immer, die Amerikaner würden uns helfen oder der Putin würde kommen oder sonst irgendwo kommen. Die meisten mögen uns noch nicht mal, geschweige denn helfen uns, ne? So, Die Frage ist, woher nehmen Sie denn einfach die Behauptung, dass die uns nicht mögen? Aus welchem Grund? Was haben wir Ihnen gemacht? Why do you think or why do you say that where's the proof that the other people don't like the Germans? What have we done that they don't like us? you don't have to do very much. Da ist nicht viel dran. You don't have to do very much. But we have become very good at taking advantage of you. We have become very good at using you as a cash cow. We have become very good at taking the best of what you are and have and helping ourselves with it. Also wir sind sehr, sehr gut darin geworden, dass die unsere Informationen nehmen, dass wir denen alles bezahlen, die Cash-Cow sind, dass wir für die entwickeln und so weiter. So, I don't know of anyone today, who would actually come to your aid if you were in trouble. You say, oh, well, NATO will come to our aid, or SHAFE will come to our aid, or United Nations will send people to our aid. And so we are protected. But I don't know of anyone today who has the energy to shed their blood for German people. Also wer soll uns denn zu Hilfe kommen? Ist es die NATO? Ist es sonst irgendwelche Institutionen? Da hat keiner auch nur irgendwelche Valenzen, um uns ein Tröpfchen Blut für uns auszugeben. Ja? So talk is cheap. Yeah. Talk is cheap. So, but when push comes to shove, and you actually have need, great need, okay, you're on your own. Ja, es gibt immer großes Palaver, was alle machen wollen. Aber wenn es wirklich drauf ankommt, dann können wir uns nur auf uns selbst verlassen. So it is time for Ja, you. das ist immer schon Yeah. Das ist klar. in der Familie. It's always like that. That was always like that, she said. Yeah. Nichts Neues. Nothing new. Ja. It's nothing new. Exactly right. Except we have become more sophisticated and more professional at controlling you. Ja, nur das Einzige, was sich verändert hat, dass die sehr viel ausgefuchster geworden sind und mehr Erfahrung gesammelt haben, wie sie uns am meisten ausbeuten und kontrollieren können. Ja gut, das liegt ja an den Handlungsmännern, die da hier meinen, sie könnten uns führen. Also die ganze Riege, die da ist, die mal irgendwie hoffentlich bald fällt. That's because of the clowns sitting up, she means Merkel and co, and try to manage us. Yes, well, they've done a good job, but you have been co-complicit in being managed. Wir sind Kumpanen darin. Ne? Yeah, I mean, you are obedient. You don't ask the right questions. You don't demand things of your leaders. You don't demand to be involved in the decisions that affect you. Wir sind unterwürfig, wir fragen nicht, wir stellen keine Fragen, wir verlangen nichts von denen, wir tun nichts. Yeah. So today you are happy to Beschwerden machen, you are happy to complain, you are happy to judge each other, okay, to be harsh towards each other and have little respect. So you take your frustrations out inside, and it's like you want to keep your head in the sand so that you don't have to see who is actually controlling wir you. sind frustriert, wir stecken unseren Kopf in den Sand und wir behandeln uns gegenseitig nicht gut. Ne? Yeah. So you are part of the problem today. Wir sind You're not Teil part des of Problems. you're not part of the solution. So that's why I'm here, okay? Because you don't love each other, but I love you. Ja, deswegen ist er hier. Wir lieben uns nicht untereinander, aber er liebt uns und deswegen ist er hier. Okay.
So I am here to tell you the truth and to tell you that change is coming. And that change will bring you viele Gelegenheiten. You have many opportunities that you don't have today. Ist hier, um uns davon zu berichten und dass es viele Möglichkeiten gibt, ja, wenn der Wechsel kommt, was wir tun können. And this isn't 10 years from now. This is a few months from now. Das ist nicht in 10 Jahren, das ist innerhalb der nächsten Monate. Okay. Ja gut, das ist ja ein Hinweis, nenne ich das jetzt einmal. Ne? That's a hint. Ja, und ich gehe insofern jetzt mal zurück zu Trumps Antrittsrede. Trump hat in seiner Antrittsrede versprochen, dass er America's First, und das bedeutet, er möchte Amerika wieder in seine Schiene bringen, dass es souveräner Staat wird. Ja, das übersetze ich erstmal. In his first speech, when Trump's reign was beginning, he said he puts America first, and the first thing he will do is to bring up America again. Ja? Im gleichen Atemzug hat er aber auch versprochen, dass alle Länder der Erde in die Selbstständigkeit kommen sollen. Das bedeutet für mich, diese Firmenkonstruktion soll weltweit aufgelöst werden. The same moment he said that he promised that he will bring sovereignty to all other countries in the world, and that means for him that this company construct will be gone, so that every country will be sovereign again. Well, that would be good, but Donald Trump now is a hotel owner. Das wäre schön, aber er ist jetzt im Moment ein Hotelbesitzer. Yeah, and Joe Biden has no desire to set Germany free. Und Biden hat alles andere als den Wunsch, uns zu befreien. Yeah. Das müssen wir selber machen. We have to do it by ourselves. You have to do it by yourself. Haben Sie, But the most important thing, haben Sie wirklich alle Informationen? Do you really have all informations? I have all the information that you need. Alle, die wir brauchen. Okay. So, and I don't know anything about France or Madagascar or Malta and nor I don't care. Er hat keine Informationen über Malta, Frankreich, Madagaskar, interessiert ihn nicht. The only information I have is about the people I love. That's Germany. Die einzigen Informationen, die er hat, sind bezüglich der Leute, die er liebt, der Menschen, und das ist Deutschland. Ja? So, Weil Deutschland das Herz der Erde ist, oder? Bitte? Weil Deutschland das Herz der Erde ist. She said because Germany is the heart of the whole world. no, I don't know that. I don't know that. I don't know that. I can tell you from outside, from draußen, I can tell you that it is almost impossible to love Germans. Er sagt, von aus gesehen ist es fast unmöglich, uns Deutsche zu lieben. They are very hard to love. Sehr They are very schwierig. hard to get close to. They are very hard to get a heart to open up in any way. Ja. Sehr schwer, Nähe zuzulassen, oder sich zu öffnen oder das Herz zu öffnen, sehr schwierig. Ja. Aber wer hat das verursacht? Das ist die Frage. Who did the damage? Yeah, you didn't do the damage. You did not have Selbstmord or Selbstverletzt. It didn't happen. Okay, this came to you, Ja, and it wir keeps wurden coming to you. verletzt. It keeps coming to you over and over and over. It's weiter an. Okay, it suits people in the world to keep you down and small and off balance. Ja, also es wird weiter und weiter gehen. Ja? Wir werden klein gehalten, wir werden aus der Balance geholt, wir werden in den Boden gestampft, weil es den anderen Ländern so gefällt. Yeah. Und wir es mit uns machen lassen. Das ist das Problem. And we do nothing against it. We just No. obey and do nothing. No, you are you're right now you're happy slaves. Wir sind glückliche Sklaven gerade. Aber der Großteil. Es gibt aber auch andere, die keine Sklaven sind. Aber wenn He Genau. said most of the people, and she said there are also other people who are not happy slaves. War ich kein Sklave. Fine. Well, I guess it's the people who are not happy slaves is the reason why I rode on the bus for 4 hours and 10 minutes, sat in the airport for 2 hours, spent 9 hours and 10 minutes on a plane, and then 2 hours in a car. Because I believe there are people in Germany who aren't
happy slaves. Ja, und genau wegen den Menschen, die keine glücklichen Sklaven sind oder sein wollen, hat er 4 Stunden im Bus gesessen, zum Flughafen zu fahren, 2 Stunden am Flughafen gesessen, 6 Stunden geflogen, wieder mit dem Bus irgendwo hingefahren. Für die Leute, um zu denen zu kommen, die keine Sklaven sein möchten. And I don't even know where I am. Wir tun sehr viel. Also er weiß noch nicht mal, wo er sich befindet. You're in Germany. Yeah, that's all I care about. Why is it that you have such a love for Germany and German people? So, are you a German? Yes. Would you But would you please speak the most beautiful language in the world to me? Oh, sorry. Er möchte gerne Deutsch hören. Yes. Yes. Okay. Ich möchte. Now she can't speak. Ich möchte wissen, warum Sie so eine Liebe für Deutschland entwickelt haben, wo das herkommt, wo die Verbindung herkommt. Well, why did you develop such a love for Germany? Where is it coming from, this connection? I didn't want it. I didn't ask for it. I have tried to get rid of it. Okay. Er wollte es nicht, er hat nicht danach gefragt, er hat sogar versucht, es loszuwerden. Ja. Okay. And it came to me long before I was born. It was a priori. Everything that is within me has not changed. And it was there when I was born. And everyone, my family, said, "You are weird. you are from another planet," you know. And people go, "Who taught you this?" You know. And so I talked to my sister on the phone. I don't talk to her very often. She lives in Arizona, and she's 83. And so she called the other day, and she said to me the same thing she's been saying since I was 2 years old. She says, "You know, I don't think you're my brother." I said, "What?" She said, "No, because," she said, "from the time you were born," she's 7 years older than me, 7 years old. "From the time you were born," she said, "it's like you were weird. You were from like another planet somewhere." And she said, you looked at us and you could see right through us. And she said, it was actually frightening to live in the house where you were, even when you were a child, a little tiny child. And so everything that's in me today, I think probably was mature at the time that I came into this world. And so I have a sense of things, and I know things, and I know things about Germany long before I was in this world. And so I can't explain it to you, but it is a deep, powerful, never changing love. Es ist eine tiefe Liebe, die nie aufgehört hat. Und er hatte das schon von Beginn an, wahrscheinlich schon vor der Geburt, dass er schon mal hier war oder oft hier war. Und als er zu Hause klein war, haben die sich gedacht, weird ist so völlig verrückt, was haben wir denn da zu Hause, ne? Und der muss von einem anderen Planeten stammen. Und er hat von seiner Schwester erzählt, die in Arizona wohnt, die jetzt 83 ist und 7 Jahre älter, als er, die damals schon gedacht hat, oh Gott, das ist ja furchtbar, mit dem in einem Haus zu wohnen. Der ist weird, weil der kann durch uns durchsehen, ne? Und Dinge sehen. Und das hat nie aufgehört. Ne? Yeah. So I can't. It's not explainable. I'm just and why? You know, God must have a sense of humor. Er sagt, das ist nicht erklärbar und er denkt, dass Gott wirklich humorvoll sein muss. Okay, because I don't look German, I don't speak German, I'm too short, I'm too old, and yet think about Er it. schaut nicht deutsch aus, obwohl you look German. Er spricht die Sprache nicht, er ist alt, was auch immer. Everything is wrong, and yet I'm still here. Alles stimmt nicht irgendwie, aber er ist trotzdem hier. Ne? Da hätte ich jetzt eine Frage, und zwar das Thema Person und Mensch. Ah, ja. Da gibt es so diesen gelben Schein, wenn man sieht da, wenn man aussteigt, ob das wirklich nötig ist, ob man das wirklich noch braucht und ob uns das was hilft. There is a system, I don't know whether you know this in America. We have the human, yeah, and we have the persona.
The persona is Latin and means masks. Mhm. So in the commerce system, we are the persona, Mhm. and outside the commerce system, we are the human. Yeah. Mhm. So to get rid of the mask, you have to apply for the yellow paper. Mhm. Yeah, it's called yellow paper. So is that really necessary to do so? Do you have any idea about the system here in Germany? No, I have no idea about the system. All I know is what I feel, and if my feelings are true, and if my feelings are pure, and my love remains the center of my life, then I know things. Mhm. I know things that I shouldn't know. Mhm. Okay? Ja. I know. Er weiß nicht, was da sich abspielt, er kennt sich nicht aus. Er weiß nur, solange seine Liebe wahr ist und rein ist, wird er immer Informationen bekommen. Mhm. Meine Frage, es klingt ja eigentlich, es klingt im Grunde so, wir werden perfekt kontrolliert, wir sind Schlafschafe, keiner wird uns helfen, aber in ein paar Monaten kommt der große Change. Mhm. He said what he understands is that we are controlled, yeah, we are sleeping sheeps, we are what? Was sind wir noch? Also Schlafschafe? Keiner will uns helfen. Nobody is going to help us, and the big, but nevertheless, the big change is coming. Yes. Und ist das nur eine Intuition oder wie wird dieser Change ausschauen? Is it only an intuition, or do you have any idea how this change will look like? Mhm. I've seen it. Er hat's gesehen. Oh, und And my job is to make you see it. Sein Job ist es, damit du es auch sehen kannst. oh. Okay. Oh, means speechless. Okay. But you know, you don't have to believe anything I say. You don't have Du to. musst nichts glauben von dem, was er sagt. Okay. You can walk out and say, oh, well, that was a nice old man who blabbered on, and now we can go home. Ja, Okay. ihr könnt rausgehen und sagen, ja, nette Worte von einem älteren Mann, jetzt gehen wir aber nach Hause. Ich meine, noch haben wir ja alle Vermutungen im Kopf. Also wie schauen denn die Veränderungen dann They only konkret can aus? suppose how changes can be and coming from. Yes. Yeah. Well, within your system, it would be almost impossible for you to see something different. The system itself is like a wet blanket over you. It's not just a controlling system. It is an all-controlling system in the schools, in the politics, in your workplace. And if you play the game on the straight and narrow, you get through life and then you die. Okay? Wir But können if gar you- nicht wissen, yeah, wo es go. lang geht, ja, weil wir haben da, was wir vorhin schon gesagt haben, so eine nasse Decke über uns und diese Kontrolle geht in jeden einzelnen Lebensbereich von uns rein. Ja. Mhm. Das heißt, wir fangen irgendwann mal an, wir werden geboren, sterben und das war's. Yeah. So you can survive as Germans, but you're not allowed to live. Wir können als Deutsche überleben, aber uns wird es nicht erlaubt zu leben. Überleben, ja, aber nicht leben. Ja. Weil wir nicht bei uns sind. Wir müssen erst zu uns finden. Because we are not balanced in ourselves. You're not balanced because we don't want you to be balanced. We want you to feel off balance. We want you to feel confused. We want you to feel fearful. We want you to feel that if you ever did do anything good, individually or collectively, something would go wrong. That's what we want you to believe. Die wollen, dass wir verwirrt sind, dass wir nichts wissen, dass wir dumm bleiben, dass wir unten bleiben, weil das soll nicht verändert werden, das System. Aber das ist doch ein weltweites Geschehen. Überall ist doch das Gleiche. She said this is a worldwide thing, not only in Germany. Agreed. Einverstanden. Ja. But I don't love the world. I love Germans. Er liebt nicht Okay. die Welt, Okay. aber er will sich hier So. nur auf Deutschland beziehen. So Naja, I wir think sind ja nicht isoliert. Wir sind ja nicht hier einfach isoliert. Es sind ja viele Menschen überall auf diesem Planeten, die alle Liebe leben möchten. Ja?
This is not, and we are not isolated in this topic because there are everywhere people in the world who wants to live the love, and everything is connected together. Everything is somewhat connected together, but you have a role to play that only you can play. Wir haben eine Rolle zu spielen, die nur wir spielen können. Okay. I have had students from 80 countries, and I have them for 4 to 5 months, and I examine them, and I'm in interviews with them. I mean, I live close with them. So I understand that this is happening all over, and I understand the dramatic changes that are coming all over, but you have a job to do. You have a role to do, and now is your time to do it. But you cannot do it in your present state. Also er arbeitet mit Studenten zusammen von über 80 verschiedenen Ländern, 4-5 Monate sehr eng, bringt die durch die Prüfungen. Er kennt sich da aus, aber wir haben eine Rolle zu spielen, wir Deutsche. Yes. Ja, Yeah. And it is not a role where you are superior, where you are superior to other people, but you have a toolbox, and in your toolbox are certain tools that are natural. They are inherent, intrinsic to being German. Okay, you can't do anything about it any more than I can do anything about my love for you. You're German, and being German has a meaning to it. Okay. Also es gibt, wir sind nicht besser als alle anderen Menschen, aber wir haben einen Handwerkskoffer, ja, und der ist in uns drin, ja. Und Danke, das waren sehr genaue Worte, so sehe ich das auch. He said that's exactly how he's thinking about it. Ja. Yes, Und that's unsere the Pflicht correct ist word. es, dieses Handwerkszeug zu benutzen. Ja. So Zurück wieder zum Land der Dichter und Denker. Jetzt sind wir wieder bei der Sprache. Back to the country of the philosophers and the oh yes, I mean Poets. that is a natural part of it, but it's broad. The German culture is very broad, and it encompasses I mean, it's out the window today. I mean, okay, but it's everywhere around you. And yes, it has to do with Goethe and Schiller and Kant, and it has to do with Beethoven and Haydn, and yes, it has to do with all of that history. And it's natural when you are German that you will embrace that once again, and you will start creating once again. Okay. Denker und Dichter ist nur ein Teil, ja. Man sieht aus dem Fenster raus und sieht nur ein Teil, aber es ist alles. Wir sind in allen Bereichen, soll ich das sagen, sind wir Komplex. Nee, nicht komplex, sondern wir haben ganz viele Potenzial, ganz viele Fähigkeiten. Ja. Heißt das, dass wir unsere Identität als großes Volk und als Einzelne finden müssen? Does it mean we have to find the identity for each other and for the whole people of Germany? Well, you certainly can't be Bavarians first and Germans second. That's the easy way out. Okay. Also man kann nicht zuerst Bayer sein und dann Deutschland. Das wäre. I can't be your friend given that. Okay. I want you to enjoy Bavaria. Bavaria is beautiful. You know, my wife and I have stayed in Garmisch-Partenkirchen. We've stayed in here. We've stayed in there. We love it. It's absolutely beautiful. But you can't just grab it all to yourself. You got 16 Länder in this country. You've got 82 million people in this country, and at least 70% of them are confused, and they are fearful, and they have no identity, and they're hopeless for the future. They're hopeless for the future. Are you just going to leave them alone? Wir sind 16 Länder hier und es macht keinen Sinn, sich erstmal als Bayer zu sehen, sondern wir sind völlig konfus, wir sind verwirrt und so weiter. Es gilt wieder eine gemeinsame deutsche Seele zu entwickeln. Ja. Ja. Und er nur einen Tipp. Bitte? Ob er einen Tipp hat, wie man das machen soll. Do you have any clue how to do it? Okay. Dieses verstörte Land. Yes. Yes. I do. To heal this I do have chaos here. Yeah, I do have a clue. Meine Oma ist 95 geworden und hat damals schon gesagt, der dumme deutsche Michel.
her grandmother was 95, and she said that she said of the German people, there is a special expression, the Deutsche Michel. Der dumme deutsche Michel. I had a wonderful tea yesterday with a woman who was 98, and she was a German woman. Of course, she has lived through everything, and she was bright and deals, and I found when I met her, I found I was bowing, and she got this huge smile on her face, like someone had came from another world, because I felt a deep respect for her. You know, hat mit einer 98-jährigen Dame gestern Tee getrunken, die schon alles erlebt hat, ja, und er musste sich wirklich verbeugen vor dieser Dame, ne? Und tiefen Respekt empfinden. Yeah. You've got to learn to love each other as Germans. You have to learn to accept each other as Germans. You have to stop judging each other, complaining about everything, and finding fault. Okay. Wir müssen lernen, uns zu lieben, zu akzeptieren und nicht uns zu bewerten und Fehler zu finden und rumzumängeln, ja, sondern es zu lieben und zu akzeptieren. These people are Germans, okay? They are Germans just like you are Germans, and they need your help as much as you need their help. But the enemy, okay, wants you to be separated. They want you to be apart, and they want you to turn on each other and to judge and complain about each other. Okay? Die Einheit ist wichtig, weil der Feind will versuchen, uns auseinanderzubringen, dass wir uns gegenseitig bewerten und Unterschiede machen und so weiter. Die Einheit ist wichtig, die Liebe. Yeah. Because separated, you are helpless. In zweit haben wir keine You are helpless. You have no future. Das ist das, was die Politik gerade versucht, indem sie auf Deutschland internen Hass schürt. Was man keinen Stolz, Deutschland ist kein stolzes Yeah, this is what the politicians just try. They want to separate us. They want that we are not proud of ourselves. Oh, well, Angela Merkel receives the flag, and what does she do? Yeah. What does that say? 60% She's not German? of my best. The question is she German at all? Yeah. Okay. No. Okay. Okay. So the question is not whether she is German. The question is, does she like Germans, and does she respect Germans, and does she trust Germans? Die Frage ist nicht, ob sie deutsch ist, sondern ob sie uns mag, ob sie uns vertraut, ja, respektiert. Wer ist sie? Merkel. Okay. And there's no evidence that she does trust you. There's no evidence that she likes you as you are. Es gibt keinen Beweis, dass sie uns vertraut. Es gibt auch keinen Beweis, dass sie uns wirklich mag, so wie wir sind. Okay. She would be very happy if you kept your mouth shut. Yes. And you just obeyed and didn't ask one question during your entire life. Am liebsten wäre es ja, wenn wir unser ganzes Leben lang den Mund halten würden, wenn wir unterwürfig wären und nichts sagen. So, you've going to have a different attitude. It's a matter of perspective. You have to realize what is happening. Why is it happening? And then you have to be prepared to step into that fresh air, into that window that's wide open. Wir müssen eine Haltung entwickeln, ja. Wir müssen schauen, was passiert da draußen, genau hinschauen und dann bemerken, wenn das Fenster, diese Veränderung, wenn das aufgeht. Yeah. Ja. So, I don't want you talking about the past anymore. Keine Vergangenheit mehr. Okay? I don't want you talking negative anymore about anything in Germany. Er möchte auch nicht mehr, dass wir uns in irgendeiner Weise über irgendwas in Deutschland negativ äußern. Okay? You're being given a wonderful gift of a sovereign nation and freedom for the first time in 75 years. Wir bekommen ein wunderbares Geschenk, nämlich ein souveränes Land mit Freiheit, das erste Mal nach 75 Jahren. Okay? So now, in your mind, in your mentality, you have to first it has to come in your mind, okay? And then it will come down into your heart. And then you'll see it become a reality.
and you'll say, oh my God, what is happening? Ja, es ist erst im Kopf, dann geht es ins Herz runter und dann geht es in die Realität. Ne? Das, was man denkt und was man fühlt, wird real. Mhm. You will say these words sometime in the next few months. Was passiert? What is happening here? Ja. Okay? But you can't now complain that you are ignorant of what is coming. Er sagt, wir werden dazu kommen in der nächsten Zeit, dass wir irgendwann mal schauen und sagen, wow, was passiert denn da eigentlich draußen? Okay. Ja? Und wir sollen nicht ignorant sein, sondern wirklich hinsehen. There is no mistake or coincidence that you are in this room today. Es ist kein Fehler, es ist auch kein Zufall, dass wir gerade hier in diesem Raum zusammen sind. Okay. But the final choice must be yours. Aber letztendlich muss jeder für sich selbst entscheiden. Okay. You've heard me say, I am not fortunate enough to be a German. Er ist nicht in der glücklichen Lage, ein Deutscher zu sein. So you're the ones who are receiving the gift, not me. Wir bekommen das Geschenk, nicht er. Okay. So, but now the question becomes, are you ready for this? Und die große Frage ist, sind wir bereit für diese Veränderung? Ja, klar. Klar, aber wie schauen die Veränderungen mal? Das war ja vorher schon meine Frage. Also wenigstens mal eine Richtung. Da hat sie Das immer kann man doch nicht Vorstellung. so. Ja, eher schon. She would like to Ja, have schon. some concrete information how these changes are looking You like. need some. You need. No, I don't need proof. You, I just what? You, how about like- you need Isn't concrete? just like, no, sorry, Entschuldigung. Ja. Ist es nur in unserem Bewusstsein oder ist es auch, machen diese Schritte nur bestimmte Menschen mit, geht die andere Hälfte, also so, Is it only in our consciousness? Was passiert? These steps are some people going with it, other people go, I don't know where. Yeah, what is happening? Did we shake hands? yes. Then you have all the concrete proof you need. Haben wir die Hände geschüttelt? Dann sagt sie ja, und dann sagt er, dann hast du die ganzen Beweise, die du brauchst. That was a real hand. Das war eine echte Hand. Okay. Now, Genau. why would I come here? Hieß, This comes out of my retirement. Why would I come here if I wasn't certain? warum ist er hier? Er ist in Rente, er könnte sich ein schönes Leben machen. Ne? Nein, das glaube ich alles. Das ist bei mir ähnlich. Ich bin auch in Rente, ich könnte auch ein schönes Leben machen. Ich Same with kämpfe him. jeden Tag. He's also in retirement and could have a happy life, but he's fighting every day. Ich glaube, das war mein Traum, ein Leben lang aus diesem System rauszukommen und nicht so kontrolliert zu werden, weil ich war schon immer anders. It was a Und dream, a ich sehe halt, lifelong. She ich was will einfach always nur, darum different. geht es mir. Longing for change. Ist das jetzt am Kommen? Ist das jetzt das, was kommt? Oder ja. It Aber is. ich denke, It das is. hat We say Gott she's sitting on hot charcoal, yeah, and she Okay. really wants to know Okay. what's happening. Yes. It is. Die meisten lieben das doch It is one thing to say what you want. It's one thing to long for it, one thing to crave it, one thing to dream about it. But what happens when you get it? Das eine ist, es haben zu wollen, danach zu lechzen und davon zu träumen. Aber was ist, wenn du es bekommst? That means you have responsibility. Dann brauchst du, That means you're no geht's um longer Verantwortung. you're no longer a slave. You're no longer dependent. You no longer can say, I don't want any responsibility. I'm in an occupied country and it's up to other people. Now you have to make decisions. You have to stand up. You have to show courage. And it's not easy to do that, especially as a German. Dann bist du kein Sklave mehr, du bist nicht mehr abhängig und so weiter, sondern dann musst du Verantwortung tragen, dann bist du eine Deutsche, dann geht's los. Ja? Okay. Selbstverantwortung übernehmen. Also, Sie haben vollkommen recht, es liegt an einem selbst. You're bloody right. Aber wir haben die Realität und wir haben die Philosophie. We have the reality and we have the philosophy. So. Yes. Das eine ist unser menschlicher Geist, und das andere ist die Macht.
die Banken, das Militär. The one is the human So. spirit, the other thing is the power, the Yeah. military, the banking system. Was ich bei den Deutschen sehe, Yes. ist, dass die Feder die stärkste Waffe ist. What he sees in Germans is that the feather, that means the pen, is the strongest weapon of the Germans. Mhm. Oh, Und diese gilt es zu nutzen. And this is to be used. Yes. Ja, und Einverstanden. einverstanden, ja. Okay. Und dann hätte ich noch eine Frage da drauf, die zwar für mich nicht so wichtig wäre, aber es hätte mich interessiert, ob das notwendig ist. Ups, hoppala. Hmm. Was sein? Die Frage ist nicht beantwortet worden. What does that was aimed at me? Feng Shui is answering. Okay, so is another second question he Die has. Frage, die ich noch habe, ist es, aus meiner Sicht benötigen wir keinen Friedensvertrag. Wie ist Ihre Stellung dazu? In his opinion, he thinks that we don't need a peace treaty, but what is your opinion about it? You're not going to get one. Pardon? You're not going to get Wir one. kriegen keinen. So forget about it. Wir Also brauchen vergessen Sie Wir es. brauchen keinen. And she said we don't need one. I don't know. You certainly don't need one if you're a sovereign country, and if it's Deutschland and the people who control it are Deutsche, then why would you? Who do you need a peace treaty with? Wenn wir ein souveränes Land sind und Deutschland sind, dann mit wem sollten wir denn einen Friedensvertrag schließen? And you're not. Yeah, and you're not going to get. And you're not going to get one anyhow. Und wir kriegen sowieso keinen. Wir kriegen keinen. Yeah. Ich brauchen brauche wir keinen. keinen. Yeah. So you know, we can argue about the Constitution and the basic law, and we can argue about 1871, and we can argue, we can talk and discuss all of these things. But the only thing that matters is you're about to become a sovereign country, and today you're an occupied country. So the responsibility and everything that goes with it transfers from draußen to drinnen. And that means that the people in this room, because you wouldn't be in this room if you weren't going to be some part. You wouldn't be here. There are no coincidences. Okay? Wir können über 1871, über die Verfassung sprechen, über was weiß ich, alles zusammen, aber das ist es nicht. Ne? Und es ist wirklich kein Zufall, dass wir hier alle drin sind, gemeinsam und mit ihm zusammen sprechen. Ja, aber das Problem, was ich da sehe, wir sind jetzt zwar hier in diesem Raum, Deutsche sozusagen, ja, aber in Deutschland leben ja sehr viele, die nicht von ihrer Seele und von ihrer Herkunft Deutsche sind. Die sehen ja auch schon anders aus. Ich beschreibe das jetzt einfach mal. Und das ist ja, denke ich mir, etwas, wir müssen ja gemeinsam etwas verändern, im Sinne jetzt der deutschen Seele. Nur diese Seele besitzen ja diese Menschen gar nicht. She says that we are all Germans here, but when we have a look around in Germany, there are many people who don't have the German soul and don't have our thinking. And She is correct. However, there are far more of you than there are of them. wir sind mehr als sie. Okay, so Wir sollten nur mal ausreden kurz lassen. Hmm? No. Please talk. Please talk. Speak. Okay, fine. So you have a mentality of being small. You have a mentality of being powerless. You have a mentality that there's something wrong with you. There must be something wrong with you, because all the way through your education system, all the way through anything that you do, there is a sense, it's not overt, but it's covert. There's a sense that there's something must be wrong with you because you're German, right? Unsere Mentalität ist, dass wir klein sind, dass wir dumm sind, dass wir keine Macht haben, gar nichts. Und das wird uns auch immer täglich drüber gezogen. Das ist unser Ding. Okay, fine. The reality is that Angela Merkel has about 24%, 24% today, of people who even care for her. And she's ruling the whole country with an iron hand. Es gibt noch nicht mal 24% der Deutschen, ja, finden sie gut oder haben sie gewählt oder sonst irgendwas. Trotzdem regiert sie mit einer eisernen Hand über das ganze Volk. Ja. Right.
there are far more of you than there are of them. Wir sind viel mehr als die. Mhm. But you are your own enemy. You don't need any other enemy. Okay? Wir brauchen You are keine your Feinde, own weil wir enemy. sind unser eigener Feind. Okay, Es fine. gibt ja auch den guten Herrn Kurz, das ist genauso. Same with Das ist Mr. das Gleiche, Kurz ne? from Austria. So genau das Gleiche. Das ist ja nichts Same, anderes. same, Ja. or Aber da steht das Volk schon anders zusammen in Österreich. yeah, the people in Austria, they are now really on the rebellion side. Yeah. Totally different. Well, the Austrians will rebel before the Germans rebel but all I want you to think about is the future. Okay, you don't have long to wait. You've been patient forever. I've been patient forever. You think I have been waiting and waiting for the right moment? Now's the right moment, okay? Wir So- waren geduldig, aber das müssen wir nicht mehr lange sein. Ja? Ja. Er war geduldig. Er hat für den richtigen Moment hierher zu kommen oder überhaupt zu kommen, uns zu helfen, lange gewartet. Ne? I've been sitting in America, coming to Germany, and watching you suffer, watching you be pushed down, watching you live in confusion, watching people doing things to you to hurt you, and I couldn't do anything about it because the timing was wrong. Ja, er saß drüben, hat gesehen, was sie alles mit uns machen, wie wir leiden, wie wir niedergedrückt werden, aber er konnte nichts machen, weil die Zeit nicht die richtige war. So now I can come openly and in freedom and tell you what is coming. The perfect storm that you've heard me talk about is not something that where cities are burning and there's riots in the street and there's civil war and that's not what the perfect storm is at all. What the perfect storm is a series of three winds or storms that come at the same time, and the current administration, who has almost no support and is clueless, doesn't know how to handle them. So that means that there is a clean sweep, and that means that new people have to fill those gaps. Jetzt ist er gekommen, um uns darüber zu unterrichten. Und es wird keinen Bürgerkrieg geben oder Chaos oder sonst irgendwas, was wir uns vorstellen, sondern es gibt 3 Stürme. Ja? Und danach gibt es einen Clean Sweep. Dann wird alles weggewischt und And so now, who do you have now? Who replaces these people? Who replaces Jens Spahn and all this whole group of people around Miracle? Okay. Wer kommt danach? Yeah, but okay. I'm telling you, you have to find Germans who have a deep love for German Familie, for German Kinder, but not only for what they see today, because that can get you a vote. So you exchange, you say something and that gets you a vote and then you get power. So now you have a new group of power people. No. Ja, wir müssen Leute finden, die Familien lieben, die Deutschen lieben. Ja. Und nicht wieder dieses Wahlsystem, weil es stecken wir wieder in dem gleichen Mist drin wie vorher. Ja, okay, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ja, so question solved. But it is solved because it will become reality, but you still have to stand up. You stay auf. That's what you have to do. Sir, you're not probably as old as I am, but everyone tells me, William, go play golf at the country club. Enjoy your retirement at the country club. Okay, you've earned a wonderful life now here. But if even one of the 82 million German is unprotected and can be hurt or can be confused, then I'm not finished. I'm not finished. I have to be here. Sagt, die Leute sagen ihm, er soll doch in seinen Country Club gehen und Golf spielen und seine Rente genießen. Aber er sagt, wenn nur einer von den 82 Millionen, die wir hier sind, verletzbar ist, dann ist er hier. Okay. Es gibt ja schon ein paar Bewegungen in Deutschland, wo die Leute sich organisieren, um in ihrer Region einen Neuaufbau schon vorzubereiten.
Und weil ich denke, wenn das System zusammengefallen ist, müssen wir neu aufbauen. Momentan haben wir die Machtpyramide mit der Regierung oben an der Spitze und wir ganz unten. Und wir denken, es ist besser, man muss sie eigentlich umdrehen und man muss von den kleinen regionalen Regionen ins Große gehen, sich von dort aus verbreiten wieder. Also, dass wir diese alten Hierarchien eigentlich gar nicht brauchen. She said that there are movements existing who are in a pretty good way to do it in another way. And now the pyramid is like this, yeah? And maybe it's better to turn around the pyramid, yeah? It could be, but this will have to be a deutsche Erlösung. It has to be German solutions. It has to be. It has to come from you. It can't come from me. Don't look to me for your solutions. My job is to bring you a Mentalität, a Weltanschauung, a perspective that allows you to come free and to actually show you what I've already seen. Okay? Kann keine Lösungen bringen. Er ist dafür da, das Deutsche wieder in uns zu wecken, unsere Mentalität wieder zu wecken, unseren deutschen Charakter, dass wir uns dadurch selbst helfen können. Genau. And you have everything already. You don't need something else. You don't need more education. You don't need psychiatrists. You don't need someone to come from outside and tell you something. Okay? You already have within you, as Germans, everything that you need. Das ist genau das, was die Bewegungen eigentlich vorhaben. Sie wollen regional schauen, was ist in meiner Region wichtig, was muss hier verbessert, verändert werden, nicht von außen. Eben das not from outside, it's regional. She talks about these movements, as we said before, the networking that they want to change something regional. Yeah. That's fine. And that's the easiest way to do it. But remember, my heart is for all Germans, okay? And so when I see Germans here in a natural collective, a natural Verbindung, who say, okay, we have to take care of ourselves. Okay, as long as you also are thinking about the others. Ja. Okay? Sein Herz schlägt für alle Deutsche. Die regionalen Geschichten sind gut, solange man das ganze Deutschland dabei nicht vergisst. You will be amazed when you see what begins to emerge from other Germans. Wir wären begeistert und erstaunt wahrscheinlich, wenn wir wüssten, was von den anderen Deutschen alles so zustande kommt im Moment. Ne? 2 years from now, you'll be willing and able, if you choose, to say today's verboten werden, and that is, I am proud to be a German. In 2 Jahren von hier aus sagt er, das, was heute verboten ist, können wir dann aussprechen. Wir sind stolz, Deutsche zu sein. And you will be thinking, you will actually be thinking 2 years from now, how lucky you were to be born a German. In 2 Jahren werden wir wissen oder denken, dass wir uns alle glücklich schätzen können, dass wir als Deutsche geboren wurden. Also es gibt Menschen hier in Deutschland, die wissen, wie wir den Weg rausfinden aus ihrer Persona, die Sie vorhin angesprochen haben. Und es sind einige, die das schon umsetzen. Er kennt sich nicht aus damit. It's again the topic of the persona. Nein, das ist egal. Ja. Es geht darum, dass wir, ich sage mal, weltweit in diese Versklavung über die Geburtsurkunde gekommen sind. So, und wir haben einen Weg gefunden, deswegen habe ich gesagt, die Feder ist stärker wie das Schwert, wie wir rauskommen aus dieser Nummer der Geburtsurkunde. He said that what I told you before, the human and the persona, it's the reason why is the birth certificate. The moment you get the birth certificate or it's signed by I don't know whom, you are sold, you're a slave. Yeah. And your question is, deine Frage ist dazu? Und das war eigentlich eher eine Antwort, dass es einfach viele gibt, die eigentlich schon den Weg wissen, wie man in die eigene Souveränität kommt. Okay, many people now know in Germany how to come in their own sovereignty, and therefore he says that the pen is has much more power than the sword.
Yes, I don't want violence. I don't want you getting guns and running around hurting people. Gewalt möchte gar nicht. Okay, Ja, that's yeah, but Ganz friedlich. that's stupid. That will get you nowhere. Okay. Interessant ist, dass ein Amerikaner das erfunden hat mit der Geburtsurkunde 1912. Ein Edward Mandel House, der damals mit dem Präsidenten Woodrow Wilson das festgezogen hat. Und dass ein Amerikaner uns den Weg gezeigt hat. Ein Curtis Kallenbach. An American was in charge for this story of the birth certificate, and the interesting thing is that another American was responsible to lead us out, the possibility to show us the possibility to get rid of this. Well, what does not work will go away. What does not have common sense will go away. What you can't explain to your 11-year-old child at the dinner table will go away. Okay. Alles, was nicht gesunder Menschenverstand ist, wird wieder verschwinden. Das, was du deinem 11-jährigen Sohn am Tisch nicht erklären kannst und er nicht verstehen kann, wird weggehen. Ja. So Germany is a nation of good thinkers and common sense. So if something doesn't work or something doesn't belong, then you must move it aside. Ja, wir sind gute Denker und wenn irgendwas nicht funktioniert oder es zeigt sich, dass es nicht funktioniert, dann weg damit und weiter. Ja, so machen wir auch. Ja. Ein Schritt nach dem anderen. One step after the other. That's right. Ein Schritt. Do one at a time. One at a time. Don't get out ahead. Don't run around trying to tell all of your neighbors. You have to give things. Things will begin now. And slowly they will begin. Other people will see them, but you're more awake. So don't try to drag people before the circumstances come, because they're going to resist and they're going to judge you as being something that you are not. Also wir sollen nicht alle sehen das, was kommt. Ja? Und wir sollen die nicht zerren und sagen, hier schaut mal hin, das bringt nichts. Ja? Die findet man schon, die man braucht. Ja. Yeah. So what other questions do you have while we're together? Es ist nicht eine Frage, aber es passt so gut dazu. Als ich das erste Mal auf einer Demo in Rosenheim war, wurde die Nationalhymne gesungen. Und ich war immer. The first time he was on a demonstration in Rosenheim, they sang the national hymn. Und ich war gegen diese Nationalhymne. You were against it. Und ich war so berührt. Es war so ein Frieden. 500 Leute. Und it was such a das ist magic atmosphere, full of freedom. And you were against it? Du warst dagegen? Bis zu dem Zeitpunkt. Until then, he was against singing national hymn, but then he experienced during the singing that it's so amazing. It's wonderful. Oh, Wonderful. Yeah. Exactly. But that's only one thing. That's one thing. Now you're going to see one thing and another thing and another thing, and each one of them will give. It's a Gefühl. It's a feeling that you begin to have. Okay, right. But remember, you didn't do this to yourself. This was done to you. Wir müssen immer im Kopf behalten, dass wir uns das nicht selbst angetan haben, sondern es wurde uns von außen angetan. Okay. Ja, so, and the whole key is so simple. It is ganz einfach. And that is that it appears in your mind. Okay? There is nothing wrong with you. There is nothing for you to be guilty about. There is nothing whatsoever to hold you down and keep you small. Nothing in reality. Das heißt, wir sind an nichts schuld, wir sind auch nicht komisch oder sonst irgendwas, ja. Es gibt nichts, es wurde uns alles von außen aufgedrückt. Okay. Und jeden Tag in der Früh sagen, wir haben nie irgendwas falsch gemacht. Das ist was, das tut uns wirklich. She said, talking to yourself in the morning and saying, we never have made a mistake by ourselves. Yeah, this is really a good feeling. And you got to stay away from the past, please. You cannot win in the past. Yes. The past is dust. And
most of the past that you think is the past is untrue. Wir sollen uns von der Vergangenheit fernhalten, weil es ist Staub und das meiste, was wir denken zu wissen von der Vergangenheit, ist sowieso Lüge. So you're going to try to untangle that knot, like a knot in a ball, and try to figure out what's here and what's that, and what did the British do, and who wrote the text. You're going to go crazy. You're going to go Wahnsinn. And it's just a waste of your time. The past is gone. Don't talk about it. And when people try to drag you into it, okay, well, what about World War II? You must say, why are you so obsessed? Ja. We're not obsessed. Why are you so obsessed? Ja, wir sollen nicht alles versuchen auseinanderzufitteln und rauszufinden, weil sowieso nichts stimmt. Wir werden verrückt dabei. Und wenn jemand fragt, ja, was war denn mit dem Zweiten Weltkrieg? Was war da los? Dann können wir sagen, warum bist du so besessen davon? Ja. Yeah. So this is nothing you should be thinking about. Das ist nicht an uns, darüber nachzudenken. So when you get Heiko Maas and he wants to now we're not going to teach in German schools anymore about math and science and reading and writing, and we're not going to teach anything in German schools except we have to have more and more education about how bad we are. Das ist dumm. Ja, wenn so ein Heiko Maas sich hinstellt und sagt, wir müssen nicht mehr Mathe lernen oder sonst irgendwas, das ist völlig dumm, ne? Dass wir nicht mehr gut unterrichtet werden. Yeah. It is now time to have an entspannt, to relax. It's now time to enjoy who you are, enjoy where you are, okay? And it's time for you now to begin to have a full life without any guilt, without any burden upon you, because you didn't put it there. You don't deserve the burden, and it's unfair for anyone. Wir sollen uns ein freudiges Leben machen, ja, und nicht Gedanken machen über die Schuld, die uns irgendjemand aufgelastet hat oder sonst irgendwas. Wir können dafür nichts, ja. Wir sollen relaxen, entspannen und ein freudiges, ausgefülltes Leben leben. Aber bis vor 20 Jahren, nehme ich jetzt einfach mal eine Zahl her, haben ja die ganzen Deutschen gar nicht gewusst, was überhaupt los ist. Das heißt, wenn diese Menschen, vielleicht gehöre ich auch dazu, nicht in die Geschichte gegangen wären und nicht nur in die jüngere, sondern auch in die weite Geschichte zurück und wir das nicht alles ausgegraben hätten, dann hätten wir auch nicht informieren können. Und nur über die Information sind überhaupt die Menschen, ich möchte nicht sagen wach geworden, aber neugierig geworden. Yeah. So 20 years ago, people began awakening here in Germany. And he said the awakening is, or the great awake, the small awake here, was coming because we were digging in history. And because of the digging in the history, we had the informations to, we could give to other people what's going on here. So without history, no awakening. Yeah, that's fine. But when you speak and when you talk to each other, stay positive and stay on the future. Okay, because the future is beautiful. It is I have seen the future. Okay, and I'm telling you what it looks like. So now you need to walk into it with courage and enjoy it. Yeah. Okay. Also, you have looked into the future. You have seen it. I have seen it. What does it look like? It's beautiful for German. Okay. Ja, also wir sollen freudig in die Zukunft schauen, wir sollen freundlich zueinander sein, liebevoll zueinander sein, respektvoll sein. Er hat die Zukunft gesehen. Ich habe nachgefragt, wie sie denn ausschaut, und er sagte, er sieht gut aus. Und wir sollen uns darauf freuen. Gut, dann haben wir ja den richtigen Weg eingeschritten. And we are going the right way. Yes, you are going the right way. But your mentality, it has to change. You have to stand tall. Germans are tall. Okay. Wir müssen aufstehen, wir müssen right. unser Rückgrat aufrichten. Okay. When Germans are Germans, they're intelligent, they're courageous, and they know how to get things done. Wir sind mutig, intelligent und wir wissen, wie wir Dinge hinbekommen. Ja. Okay. Noch etwas. Okay. Die Deutschen I see the boss is here. Die Deutschen haben unglaublich viel Energie.
They have großartig. immense, huge amount of energy, the Germans. Yes, they do. Yeah. And they know how to get things done. But key thing about getting it done, many people know how to get something done, but the Germans know how to do it and make it with Nachhaltigkeit, with a sustainability, okay? No matter what they do. When Germans organize, when Germans are themselves, they know how to get things done, how to organize, and how to keep a momentum moving in their deals. So it's all there. You don't need anything now from outside. You need nothing. Wenn Deutsche was machen, dann machen sie es mit Nachhaltigkeit, dann machen sie es einfach optimal, ja. Also, ich weiß ja gar nicht, was ich, I don't know what to say, because that's like healing in my heart and my soul. Ja. Ja, es ist Balsam für die Seele, was er uns da gerade sagt. Ne? Okay. Oh. All right. Noch zum Abschluss eine Frage. Ich glaube, wir haben es zum guten Abschluss gebracht gerade. Ne? Ja. Thank you very much. Okay. Vielen Dank. Thank you for coming.